Ich bin's wieder, der Dirk, und nun geht's weiter mit Teil 2, einer Schablone machen und dann einen Rohling für ein kernloses Messer. Soweit wären wir schon mal nach dem Kleben. Mal schauen, wie es weitergeht. Bleibt dran, wir sehen uns. So Leute, es geht los. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, 3 Matten zu nehmen. Ich glaube, bei der Größe könnte es ein wenig einfacher werden und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, etwas stabiler, da ich euch vielleicht noch das eine oder andere zeigen möchte. Ich schneide jetzt erstmal die 3 Teile aus. Erstmal so Grundformen. Das dauert ein klein wenig, aber geht eigentlich relativ schnell. Als Unterlage zum Schneiden benutze ich ein ganz normales altes Schneidbrett, was ich schon sehr lange benutze, eigentlich schon seitdem ich baue, glaube ich. Es gibt natürlich auch schönere Unterlagen, aber für meine Zwecke reicht es vollkommen. So. Wie ihr seht, benutze ich dafür einen Cutter. Es geht auch relativ schnell damit. Am besten immer bei diesen Kurven hier. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Am besten immer sehr viel mit der Spitze arbeiten, der Klinge. Dann geht es auch ein wenig besser. So, Material. Den Rest schmeißen wir mal hier auf die Seite. So. Dann haben wir schon fast fertig. Noch eine kleine Info zum Material. Das ist Plastazute 45, 6 mm Dicke. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr generell Waffen baut, nehmt Waffenschaumstoff. Mit anderen Sachen, so wie Isomatten oder ähnlichen oder Yogamatten. Tut euch nicht wirklich einen Gefallen. Die Sachen kann man eventuell für ein Schild benutzen, aber dazu werde ich dann ein eigenes Tutorial machen. So, die 3 liegen auf Seite. Dann machen wir noch schnell die Griffteile. Ich mache das jetzt alles ein bisschen schneller. Normalerweise lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit. Kommt jetzt ein bisschen hektisch wirken, da ich das Video jetzt nicht so lange machen möchte, damit er nicht einschlaft. Weil viele Sachen brauchen halt ein wenig Zeit. So. Und vor allen Dingen viel Übung. Obwohl, naja, so viel Übung auch nicht, wenn man einmal weiß, wie es geht. So, jetzt haben wir diese Teile hier. Wie ihr seht, 3 Teile. Das war noch von was Älteren. Ich habe es einfach mal. So, da das Ganze im Prinzip, wir nehmen die 3 Teile, kleben sie dann zusammen. Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen. Wir können es ein wenig steifer machen. Ich zeige euch mal, was ich dafür zum Beispiel nehme. Und zwar ganz normales schwarzes Fliegengitter, was man im Baumarkt oder übers Internet kaufen kann. Man kann auch Leder nehmen, Kevlar oder was auch immer. So, nehmen wir einen Cutter. Dann geht's schnell. So, wir schneiden uns ein wenig raus. Dann drücken wir einen zweiten Streifen, etwas breiter. Wir werden gleich einige Sachen wegschneiden müssen, wie ihr seht. So. Schauen wir mal. Von der Länge her. Ja, gehen wir ungefähr ein bisschen zur Spitze Platz lassen. Sollte ungefähr reichen. Das andere Teil machen wir auch in etwa. Die Teile müssen jetzt nicht 100%ig gleich sein. Wir müssen sowieso gleich noch das ein oder andere Stück abschneiden. So, das Ganze gleich mal ein wenig fixieren. Dafür werfen wir mal die Heißklebepistole an. So, bis die warm ist. Dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, die Heißklebepistole ist heiß, was sie auch sein soll. So, ein wenig Abstand halten.
Und jetzt fangen wir an, also zum Rand, weil wir müssen ja noch ein bisschen schleifen und so. Und ein bisschen eventuell noch abschneiden, weil die Sachen nicht immer so ganz plan sind, wenn man sie zusammenklebt. Also am besten immer so ein paar Millimeter noch Luft lassen. Wie gesagt, den Heißkleber benutze ich erstmal zum Fixieren, damit man dann gleich, wenn man also hier die Sachen wegschneidet, und dann gleich seht, damit die Matte nicht, oder beziehungsweise das Fliegengitter nicht verrutscht. So, am besten gehen wir dann mit der Schere hin, schneiden das Ganze noch ein bisschen an den Ecken ab. So, und dann fangen wir an. Wir müssen ja noch an dieser Stelle nachher die Klinge machen, also generell am besten da, wo die Schneide hinkommt, ein wenig mehr Luft lassen. Ihr könnt das Ganze auch ein wenig spitz zulaufen lassen, zur Spitze des Messers hin. Und dann zum Griff halt nicht mehr ganz so viel. So, mal gucken. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Muss auch nicht so 100%ig gerade alles sein, weil das ja nachher im Messer sieht man nicht mehr so wirklich. Nur wie gesagt, lasst genug Abstand, weil das seht ihr später vielleicht auch, werde ich euch dann auch erklären, wenn man nämlich nachher dann über das Fliegengitter, was ja aus Kunststoff ist, also wie gesagt sehr flexibel, wird die Cutterklinge sehr schnell stumpf. Es muss auch hier nicht unbedingt so ganz flächendeckend sein. Und das wie gesagt, nur um das Ganze zu fixieren, verkleben tun wir das Ganze dann gleich noch mit Pattex. Der gute alte Pattex Klassik. Jetzt lassen wir das Ganze noch einen Moment trocknen. Ja, wie ihr seht, klebt noch. Dauert ein klein wenig. So, mal schauen. Ich hoffe, dass man mich gut versteht. So. Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Die Seite, die ist halbwegs gerade. Auch wieder dasselbe Spiel wie bei dem anderen. Nein, das war noch nicht trocken. Ja, wie gesagt, ich versuche mich bei dem Video ein bisschen damit es halt zu beeilen, damit es halt nicht ganz so langweilig wird. So, wieder grob zum Fixieren, wieder den Abstand lassen. Dann machen wir dasselbe wie auf der anderen Seite. Ja, ein bisschen Scheibe hier rein. So, dann schneiden wir das Ganze wieder da entlang. Klinge lassen wir wieder ein bisschen mehr. Also im Endeffekt hätte auch ein langer rechteckiger Streifen gereicht. So. Schauen wir mal. So, das sieht gut aus. Dann wieder ein bisschen mehr drüber zum Fixieren. Das, ups, das kann schon mal passieren. Das ist jetzt aber nicht so wild, wie ihr seht. Man kann es dann wieder, solange es noch nicht trocken ist, wieder zurück. So, das wäre jetzt erstmal. Damit hat die Heißklebepistole ausgedient. Die können wir jetzt nicht mehr. Legen wir auf Seite. So, ihr seht. Ja, ich hoffe, das kann man gut erkennen. So. Ja. Das ist jetzt quasi zur Versteifung. Dann schauen wir mal, jetzt nicht ganz trocken. Dann nehmen wir den guten alten Pattex Klassik. Nehmen uns aber erstmal ein Stück Zeitungspapier, weil wir wollen uns ja nicht alles voll saugen. So, pass auf. Dann haben wir ja quasi die 3 Teile. Wie ihr seht. Wenn ihr die verklebt, was mir ab und zu auch schon mal passiert ist, dass man die falschen Seiten zusammenklebt. Sagen wir mal, ihr habt ja im Endeffekt, müsst ihr spiegelverkehrt kleben. Ich habe aber am Anfang auch schon mal den Fehler gemacht und habe dann dieselbe Seite geklebt. Am besten legt ihr immer das Messer hin, die Seite, die ihr da drauf kleben wollt, erstmal drauf.
und klappt die quasi auf, dass ihr die Seiten verkehrt habt oder spiegelverkehrt, wie auch immer. Dann könnt ihr beim Kleben auch nicht viel verkehrt machen. Das macht er auf der anderen Seite auch. So, dann geht er einfach hin. Ich nehme meistens immer die Seite, die dann aufgeklebt wird. Nehmen wir Pinsel, tragen Pattex auf. Die untere Seite, quasi wo die Verstärkung drauf ist, nehme ich immer zur Stabilisierung, damit das Ganze nicht so wegknickt. So, ein bisschen an der Seite. Ihr könnt natürlich beim Pinseln auch Handschuhe tragen oder was auch immer. Ich habe grundsätzlich immer ein bisschen Pattex an den Fingern. Ist jetzt nicht so schön, aber meine Güte, gewöhnt man sich dran. Und wenn es geht, immer gut den Raum lüften. Fenster auf, wie auch immer. Bei den kleinen Sachen jetzt gerade habe ich das Fenster noch zu, aber gleich werde ich hier aufmachen. So, das ist ja nur zu Demonstrationszwecken für ein paar Minuten. Ich glaube, das werde ich noch überleben. Das ist vielleicht nicht so gesund. Der ein oder andere wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber so baue ich schon seit, ich weiß nicht wie lange. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Bis jetzt lebe ich immer noch. So. So. Dann haben wir die Teile. So rum, dass man sieht. Das Ganze müssen wir jetzt ein wenig antrocknen lassen. Meistens mache ich so 5 bis 10 Minuten. Und dann drücke ich das Ganze zusammen. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. So, zeige ich euch gleich, wenn das angetrocknet ist und beide Seiten soweit fertig sind. Beziehungsweise ich zeige es euch schon nach der ersten Seite mit dem Andrücken. Wenn, dann wollen wir euch auch alles zeigen. Ne? So Leute, und weiter geht's. Die eine Seite ist jetzt angetrocknet, beziehungsweise beide. Wir nehmen das Ganze, legen das am besten an einem Punkt auf und dann drücken es an. Die Finger benutze ich immer ein wenig zur Stabilisierung, auch damit die Kanten halbwegs gleich sind, und drücke dann mit der anderen Hand an. So. Wie gesagt, das Pattex ein wenig drücken. Bei größeren Sachen wie Schwertern oder ähnliches nehme ich noch ein Brett zur Hilfe und Schraubzwingen. Aber bei so einem Messer braucht man das eigentlich nicht so wirklich. Kann man machen, muss man nicht. So, dann machen wir das Ganze jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Legen die Seite auf, klappen wieder wie beim ersten. Nehmen wir den guten alten Pattex Klassik und tragen das Ganze wieder auf. Wie ihr seht, ist jetzt nicht wirklich so kompliziert, wenn man weiß, in welcher Reihenfolge man macht. Das hängt jetzt auch alles von ab, wie groß so ein kernloses Messer sein soll, ob man halt jetzt einen Kern reinmacht oder nicht. Bei den größeren kann man halt einen normalen GFK-Kernstab nehmen. Bei der Größe jetzt hier, wo man eigentlich noch mit eventuell zustechen möchte, eher nicht. Wie gesagt, ich nehme ein Fliegengitter, weil das relativ kostengünstig ist und die ganze Sache durch den Pattex, der dann hier in diese, ich sag jetzt mal, Vierecke reingeht, dann nochmal zusätzlich verstärkt und auch ein wenig steifer macht. Man kann jetzt noch, wenn das Messer noch größer wäre, könnte man zum Beispiel Kabelbinder nehmen. Je nachdem 1 bis 2, also pro Seite einen oder nur einen auf einer Seite. Hängt jetzt halt davon ab, was man genau machen will und wie groß das Teil ist. Wie gesagt, ab einer gewissen Größe macht dann eventuell schon der Kernstab dann Sinn. Aber bei der Größe oder kleineren Sachen mache ich maximal halt das Fliegengitter rein. So, jetzt müssen wir das Ganze wieder ein wenig trocknen lassen. Und dann wären wir gleich schon quasi mit der Grundform des Messers fertig. Dann sehen wir uns gleich, sobald das dann wieder getrocknet ist, wieder. So, und weiter geht's. So Leute, noch eine kleine Info für den Trockenstand des Pattex, woran man es gut erkennen kann, dass es eigentlich fast fertig ist. Man sieht es daran, dass die dünnere Sache, die man aufklebt, sich anfängt so zu biegen. Ich hoffe, man sieht das gut. Ja, das ist dann meistens, ihr solltet immer gucken, wenn es sich so ein bisschen klebrig noch anfühlt, kann man es schon aufkleben. Am besten ist, wenn es schon so relativ trocken sich anfühlt. Aber wenn es ein bisschen noch klebt, ist es eigentlich auch schon okay.
Dann nehmt ihr quasi wieder, ich nehme jetzt hier diese Kante, lege das auf, halte die Seiten hier noch ein wenig hoch, durch die Biegung hält es jetzt schon so, und fange dann immer dann an der einen Seite an, wieder die Finger zur Stabilisierung, damit die Matten ungefähr gleich sind, wo sie aufliegen. Hier dann erstmal so grob und anschließend drücke ich nochmal vernünftig fest. So. Wie gesagt, bei größeren Sachen halt ein Brett mit Schraubzwingen benutzen, weil Pattex ja ein Kontaktkleber ist und durch den Druck dann auch gut hält. So, das wäre es eigentlich schon mal. Damit hätten wir die Grundform fertig. Jetzt gehen wir hin. Wir wollen ja auch noch den Griff haben. Das Schablone. Dann gehen wir hin. Haben wir quasi dieses da, das wir ja schon ausgeschnitten haben. Legen wir hier eine Kante hinten auf. Machen dann hier die Linie auf beiden Seiten. So. Und dann kommen unsere vorhin schon ausgeschnittenen Griffteile dran. Die legen wir dann da so auf. Oh, okay, hier haben wir irgendwie so ein bisschen was ausgekokelt. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Aber das ist nicht schlimm, das kleben wir dann auf die Seite. So, passt auf, machen wir wieder dasselbe wie gerade eben. Spiegelverkehrt. Die Linie ist quasi dazu da, um zu sehen, wie weit ich kleben muss, damit ich halt nicht zu viel klebe. So. Ich hoffe, das kann man wieder gut sehen. So. Pattex muss jetzt noch nicht so total dick drauf sein. Also mit einem Pinsel geht das eigentlich schön. Kann man gleichmäßig verteilen, ist nicht so dick. Weil je dicker den Pattex aufgetragen wird, umso schneller bzw. umso langsamer trocknet es. So, tragen wir das hier nochmal auf. Hier habt ihr dann, wie gesagt, die Linie immer so ein bisschen, so ein paar Millimeter drüber, weil die Matte sich immer schon mal so ein bisschen verschiebt, was jetzt nicht schlimm ist. Und dann lasst ihr das Ganze wieder antrocknen. So, dann sehen wir uns, ja, doch, lassen wir so. So, wir können natürlich auch schon direkt hingehen und die zweite Seite machen. Dann müssen wir noch das Ganze ein wenig, naja, machen wir noch nicht. Ist vielleicht ein bisschen zu viel für das erste Mal. Lassen wir so. So, dann lassen wir das Ganze wieder antrocknen und dann sehen wir uns dann gleich. So Leute, ich habe da mal beide Seiten schon mal gemacht. Dann fangen wir mal an. Ja, die Seite braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. So, dann nehmen wir wieder hier die Linie zum Griff. Dann erstmal so leicht. Dann machen wir die andere Seite. Okay, das ist noch nicht so wirklich trocken. Hätte vielleicht noch einen Moment warten sollen. Aber naja, gut. So ist das drum. So. So. So, die obere Kante, das ist gut. Kann man noch ein bisschen schieben. So, damit wären wir schon mal bei der groben Grundform. Wie ihr seht, das ist schon mal das Gröbste. Kommen noch ein, zwei Sachen dazu, wie dieses Teil, aber das zeige ich euch dann gleich, weil wir das aus anderer Matte machen werden. Wahrscheinlich aus dem Stück 6er Matte noch drauf, damit das ein wenig dicker wird und das Ganze halt ein bisschen abgerundet werden kann. Aber das zeige ich euch dann gleich. So, bis gleich, Leute. So Leute, es geht weiter. Nachdem wir alles geklebt haben, werden wir jetzt anfangen, das Ganze erstmal ein wenig in Form zu bringen. Die grobe Form habt ihr ja schon vorgeklebt. Dafür nehmen wir jetzt Cuttermesser, größeres, kleines. Kleiner Tipp von mir, um Geld zu sparen. Cutterklingen werden immer relativ schnell stumpf, also verhältnismäßig stumpf. Kauft euch einen kleinen Schleifstein, kostet nicht viel.
Und damit bekommt man es gut hin. So. Dann schneiden wir oben wirklich nur ein klein wenig ab, damit das alles gleichmäßiger wird. Nachher schleife ich auch noch mal nach, also muss nicht ganz so genau sein, aber so halbwegs, dass es schon mal so mehr oder weniger dieselbe Höhe hat. So. Hat nicht so gut geklebt, sehe ich gerade. Muss man noch mal was nachkleben. Das kann man dann gleich noch machen. So. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Schon so ein bisschen was anderes zu bauen hier am Tisch, hier mal im Bastelzimmer. Da habe ich es mir besser eingerichtet, werde ich vielleicht hier auch noch machen. So, damit hätten wir jetzt schon mal das Gröbste geschnitten. Ein bisschen auf Seite. So, das war erstmal für den Cutter. Dann habe ich Schleifpapier. Nehmen wir meistens 240er, 180er, so um den Dreh rum. Als Schleifklotz habe ich einfach so eine kleine Schublade genommen von einem von meinen Werkzeugteilen. Da komme ich dann hier wieder schön rein. Dann geht das eigentlich ganz gut und man hat hier auch noch so diese Kanten später. So, dann gehen wir einfach mal nach. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich fertig bin. So Leute, nachdem wir dann die ganzen Sachen mal nachgeschliffen haben, also quasi, dass alles soweit eine Ebene hat, einmal rundherum, fangen wir an, die ganzen Linien erstmal zu übertragen. So, dazu kommen jetzt wieder die Papierschablonen zum Einsatz, die man auch als Pappe noch nachträglich auch nochmal machen kann, aber muss jetzt nicht. So, ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich lege den Griff, wobei ich hier ja schon das abgeschnitten habe. Lege ihn noch drauf. Auf jeden Fall, dass eine Seite die Kante richtig ist, dabei nehme ich die obere. So. Und übertrage das auf der anderen Seite auch. So. Gehe dann hin. Mache hier so einen kleinen Strich und da und verbinde das Ganze. Ich hoffe, das kann man so sehen. So, hier das Ganze auch nochmal. So, damit hätten wir schon mal quasi die Linien für den Knauf. Das Teil machen wir später. Das will ich nämlich noch separat machen. Und jetzt gehen wir hin. Hier hätten wir auch noch eine Schablone für machen können, aber bei so einer Klinge mache ich das meistens an Freihand. So 5 bis 10 mm. Das Ganze so ungefähr so bis hier hingehen. Machen wir auf der anderen Seite auch. So. Nicht so hundertprozentig genau ist wie auf der anderen Seite, ist nicht schlimm. So, dann nehmen wir eine Cutterklinge, schneiden hier, oh, die ist nicht so wirklich scharf, müssen wir mal ein bisschen nachschleifen. So. Schneide hier ein wenig ein und auf der anderen Seite auch. So, ich glaube die Größe. So. Dann machen wir ungefähr im 45 Grad Winkel
Muss nicht ganz bis an die Linie rangehen. Das ist quasi erstmal nur als Führung. Und schneiden dann bis zu dem Einschnitt. Wie ihr seht, habt ihr dann hier eine schöne Kante. Das macht ihr auf der anderen Seite auch. Lieber etwas weniger wegschneiden, wie nachher zu viel. Den Rest den kann man nachher auch schleifen. So. Hier kann man schon schön erkennen. So soll die Schneide werden. Auf Seite. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und dann fangen wir an zu schleifen. In der Mitte, seht ihr ja, kann man sich prinzipiell, ich sage jetzt mal, auch noch so eine leichte Linie machen, dass man ungefähr Mitte hat. Jetzt mal so aus der Hand raus. Jetzt nicht hundertprozentig genau, aber so ungefähr. Muss jetzt nicht bis ganz an die Mitte gehen, aber dass man ungefähr einen Anhalt hat, dass man weiß, wie weit man gehen kann. Im Endeffekt schleift er dann wie, als wenn er ein Messer schleift. Ich mache es halt gerne mit der Hand, weil mit einer Maschine, muss ich immer sagen, es geht zwar vielleicht etwas schneller, ja, teilweise auch viel schneller, je nachdem wie die Größe des Teils ist, aber ich habe es lieber, dass ich mit der Hand mache, weil man hat mehr Kontrolle drüber. Ihr seht, die Seite haben wir schon, geht relativ schnell. Schaumstoff ist das Schöne, kann man leicht bearbeiten. Besser wie Metall. Beim Schleifen dann immer aufpassen, dass man hier die Kante nicht wegmacht. Kann man eventuell, was ich manchmal mache, wenn es dann eine scharfe Kante werden soll, dass ich den Finger hin tue, also die Kante ein bisschen wegbiege nach hinten, damit man quasi mit dem Schleifpapier gar nicht erst rankommt. Aber kann man auch später noch, wenn man die scharfe Kante haben will, mit dem Lötkolben machen oder eine Kombination aus beiden. Jetzt erstmal schneide, kann man noch schärfer machen, also dass es spitzer zuläuft, aber bei kernlosen Waffen, ich denke mal, muss jetzt nicht sein, weil man die eventuell auch wirft und es soll ja auch noch alles safe sein. So, dann gehe ich jetzt hin und breche die Kanten, indem ich mit dem Schnurgel leicht drüber gehe. Das ist nachher beim Pinseln besser, weil die Farbe auf so scharfen Kanten meistens einreißen kann. Aber das werde ich euch dann nachher erklären, wenn wir zum Pinseln kommen. Also ist jetzt erstmal nur die Vorbereitung. Am Griff fangen wir auch schon mal an, so ein bisschen abzurunden. Kann man mal machen, wie man will, in welcher Reihenfolge. Einmal rundherum. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. So, hier könnten wir auch noch ein bisschen. Ja, das ist zum Beispiel hier das Schöne mit der Ecke. Kann man zum Beispiel jetzt hier
schön reingehen. Hat quasi die Ecken auch schon schön gemacht. Für so Sachen praktisch. Ab und zu benutze ich auch schon mal runde Sachen zum Schleifen, wenn es dann ein wenig runder werden soll. Aber bei dem jetzt hier ist das absolut super. So. So. Das Ganze haben wir jetzt so weitgehend abgerundet. Sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir hier noch das ganze Gefussel. Das zeige ich euch dann jetzt gleich. Dafür benutzen wir einen Heißluftföhn, das Ganze zu glätten. Und dann wäre der Rohling eigentlich schon quasi fertig zu pinseln. So, ich zeige euch gleich, wie ich das mit dem Heißluftföhn mache. So Leute, und weiter geht's. Wir machen noch ein wenig Kanten. Wie gesagt, ein wenig glätten, damit es halt später, wenn gepinselt wird, nicht an den Ecken reißt. So, geschliffen haben wir es hier. Jetzt fangen wir an, das Ganze zu glätten. Dafür nehmen wir einen Heißluftföhn. Eine ganz einfache Sache. Könnte jetzt ein wenig lauter werden. Und glätten das Ganze, indem wir schnell, also relativ schnell drüber gehen. Vielleicht auch mehrmals, ein wenig hin und her. Man sieht es ja, also dass dieses Gefussel hier weggeht. Ich mache es jetzt mal. Das war es eigentlich schon. Ist jetzt noch ein bisschen warm. Kurz abkühlen lassen. Dann ist die Grundform eigentlich schon fertig. Naja, das ist die Grundform. Eigentlich können wir schon fast anfangen zu pinseln. So. Den stellen wir aus. Den brauchen wir nicht. Und wir legen das Ganze auf Seite. So. Dann schauen wir mal, ob der Lötkolben schon vernünftig ist. Das Reststück. Temperatur. Wird langsam. Ja, ist okay. So. Dann gehen wir hin für den Knauf. Die Linie haben wir ja schon gemacht. Naja, wenigstens so in etwa. Ich gerade sehe, ist die nicht so ganz gerade auf beiden Seiten. Aber naja. Ist ja jetzt erstmal nur zu Demonstrationszwecken. So. Dann gehen wir mit dem Lötkolben, je nachdem wie wir es haben wollen, halt schneller, langsamer oder dicker oder breiter halt drüber. Je nachdem, ob man halt so oder so. Ich mache das Ganze jetzt ein wenig dünner, indem ich halt die schmalere Kante vom Lötkolben nehme. So. Nicht ganz gerade geworden, aber naja, gut. Mal wieder so typisch die Vorführungseffekte. So, wie man sieht, das wäre dann schon mal der Knauf. Wer sich jetzt fragt, warum ich das pariere, also was heißt das pariere, also diese Stelle hier noch nicht mache, ich will es nachher ein wenig aufhübschen mit einem Abguss, aber das werdet ihr dann später sehen, wenn ich anfange zu pinseln. Somit wäre der Rohling quasi fertig zum Pinseln. So Leute, das ist jetzt das Ende von Teil 2. Hier erstelle ich aus einer Pappe, beziehungsweise erstmal einer Idee, einem Stück Papier, einer Schablone aus Pappe und anschließend aus den Matten für den Waffenbau ein Messerrohling. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ich dann anfange zu pinseln. Ich hoffe, bisher gefällt es euch. Wir sehen uns.